Hatte sie sich klein und zierlich vorgestellt, mit sanften Händen, die seinen Garten pflegen würden, und weichen Worten, die die Stille seiner einsamen Ranch füllen würden. Doch als sich der Staub der Wagenräder legte, fand sich Emmett Sloan dabei wieder, wie zu einer Frau aufblicke, die ihn vermutlich mit einem Arm hochheben konnte. Willa Blaine stand fast, 2 Meter groß in ihren abgetragenen Stiefeln, mit Schultern breiter als die der meisten Männer in der Stadt und mit Händen, die aussahen, als könnten sie einen Flug besser führen als eine Teetasse. Der Brief in seiner Tasche fühlte sich plötzlich wie ein grausamer Scherz an, und der Earring, den aus Eichenholz geschnitzt hatte, schien unmäglich klein. 3 Monate zuvor hatte Emmett mit zitternden Händen seine Anzeige in der Territorialzeitung aufgegeben. Ehrlicher Rancher sucht sanfte Gefährten für das Leben in der Grenze, sollte einfache Freuden und ruhige Abende schätzen. Hatte nur eine einzige Antwort erhalten, in sorgfältiger Schrift geschrieben, die von einer Einsamkeit sprach, die seiner eigenen glich. Willas Briefe hatten Bilder von gemütlichen Mahlzeiten und geteilten Gesprächen gemalt, von jemandem, der das Gewicht der Einsamkeit verstand, das auf aufgelegenen Hufen lastete. Kein einziges Mal hatte sie erwähnt, dass sie höher als sein Scheunentor war. Fletcher Knox, der Händler, der das Treffen arrangiert hatte, räusperte sich nervös, als vom Kutschersitz des Wagens, stieg. Seine Augen wanderten zwischen Emmets verblüfftem Gesichtsausdruck und Willas beeindruckender Gestalt hin und her. Die Frau selbst schien ebenso überrascht zu sein, ihre selbstbewusste Haltung schwenkte, als sie Emmets schmalen Körperbau betrachtete und sah, wie den Kopf in den Nacken legen musste, ihrem Blick zu begegnen. Für einen Moment standen sie alle 3 erstarrt im staubigen Hof wie Schauspieler, die ihre Zeilen vergessen hatten. Die Stille dehnte sich aus, bis sie unerträglich wurde. Emmett spürte die neugierigen Blicke seiner Nachbarn, die sich versammelt hatten, die Ankunft seiner Braut aus der Ferne zu beobachten. Frau Henderson aus dem Gemischtwarenladen flüsterte etwas hinter ihrer Hand zu ihrem Mann. Der junge Tommy Morrison zeigte sogar mit dem Finger, bevor seine Mutter seinen Arm herunterzog. Die ganze Szene fühlte sich wie ein öffentliches Schauspiel an, das schiefgegangen war, und Emmets Wangen brannten vor Verlegenheit, die nichts mit der Nachmittagssonne zu tun hatte. Willa sprach schließlich, ihre Stimme tiefer als erwartet hatte, aber nicht unfreundlich. Du musst Emmett sein. Sie streckte eine Hand aus, die seine eigene umschloss, als sie zögernd ergriff. Ihr Händedruck war fest, aber vorsichtig, als wäre sie sich ihrer eigenen Stärke bewusst. Ich nehme an, wir sollten reden. Die Art, wie sie es sagte, ließ erkennen, dass sie dieselben Zweifel hatte, die oft durch seinen Kopf rasten. Fletcher Knox spürte die Spannung und begann hastig damit, Willas einzigen Koffer von der Ladefläche des Wagens zu laden. War größer als Emmett erwartet hatte, was die wachsende Erkenntnis verstärkte, dass nichts an dieser Vereinbarung seinen Vorstellungen entsprechen würde. Die hastigen Bewegungen des Händlers verrieten sein eigenes Unbehagen über die unangenehme Situation, die mit verursacht hatte. Doch als Emmett sah, wie Willis seine bescheidene Ranch mit scheinbar echtem Interesse statt Enttäuschung betrachtete, geschah etwas Unerwartetes. Sie rümpfte nicht die Nase über die einfache Hütte oder die geflickten Stellen im Versaum. Stattdessen nickte sie anerkennend zu seinem gepflegten Gemüsegarten und dem ordentlich gestapelten Brennholz neben der Veranda. Welchen Schock sie auch über sein Aussehen empfand. Sie behielt ihn für sich mit einer Würde, die von jemandem, der aussah, als könne sie ihn in 2 Hälften brechen, nicht erwartet hatte. Am Morgen nach Willis' Ankunft kam es zu einer Krise, die keiner von ihnen vorausgesehen hatte. Emmets Preiskrunter Bully Dakota hatte in der Nacht irgendwie den verstärkten Sound durchbrochen und stand nun trotzig mitten im sorgfältig gepflegten Blumengarten von Frau Henderson 3 Grundstücke weiter. Das riesige Tier zerstörte systematisch Monate sorgfältiger Arbeit, und das wütende Schreien von Frau Henderson war im ganzen Tal zu hören. Emmett stand am Geländer seiner Veranda und rang die Hände, während das Unglück beobachtete. Dakota wog fast 900 Kilogramm und hatte selbst in seinen besten Tagen das Temperament einer Gewitterwolke. Der Bully hatte bereits 2 Nachbarsmänner angegriffen, die versucht hatten, sich zu nähern, und sie in würdelose Flucht über Zäune getrieben. Die Situation entwickelte sich rasch zu einem Skandal in der Nachbarschaft, der Emmett jahrelang verfolgen würde. Du kannst ihn von hier aus nicht einfangen, bemerkte Willa ruhig neben ihm. Sie war aufgetaucht,
ohne dass sie bemerkt hatte, und bewegte sich erstaunlich leise für jemand ihrer Größe. Ihre Augen waren auf den Bullen gerissen. Ihre Augen waren auf den Bullen gerichtet mit einem Ausdruck, den Emmett nicht ganz deuten konnte. Und diese Männer dort unten werden sich noch zertrampeln lassen, wenn sie weiter von vorn auf ihn zugehen. Emmett nickte unglücklich. Dakota war schon immer stur, aber nie so wie jetzt. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. In Wahrheit hatte genau dieses Szenario gefürchtet seit dem Tag, an dem den Bullen gekauft hatte. Ihm fehlte sowohl die körperliche Stärke als auch die Erfahrung, ein so großes Tier zu bändigen, wenn es beschloss, sich zu widersetzen. Die meisten seiner Nachbarn wussten, und das was die aktuelle Situation noch erniedrigender machte. Ohne Vorwarnung trat Wille von der Veranda und begann mit langen, entschlossenen Schritten auf das Chaos zuzugehen. Emmett eilte hinter ihr her, seine kürzeren Beine arbeiteten doppelt so schnell und mitzuhalten. Wille, warte, ist gefährlich, wenn so aufgebracht ist. Du solltest nicht. Doch sie war bereits halb über das Feld gegangen, ihre Aufmerksamkeit ganz auf den tobenden Bull gerichtet. Als sie sich dem Grundstück von Frau Henderson näherten, konnte Emmett das ganze Ausmaß der Zerstörung sehen. Rosen, die 3 Jahre gebraucht hatten, zu wachsen, waren in den Boden getreten worden. Die sorgfältig angeordneten Randsteine lagen verstreut wie Spielzeug. Frau Henderson selbst stand auf ihren Stufen, ihr Gesicht rot vor Wut, und schleuderte jedem in Hörweite eine Flut von Vorwürfen entgegen. Als sie Emmett sah, stieg ihre Stimme noch höher. Dieses monstervollen Tier hat alles zerstört, schrie sie. Schau dir meinen Garten an. Schau ihn dir nur an. Du wirst für jede einzelne Pflanze bezahlen, Emmett's Lohn. Und wenn du dein Vieh nicht kontrollieren kannst, hast du kein Recht, welches zu halten. Die anderen Nachbarn nickten zustimmend. Ihre Gesichter reichten von Mitfühlen bis offen feindselig. Wille ignorierte den Tumult vollständig. Sie beobachtete Dakotas Bewegungen mit der konzentrierten Aufmerksamkeit, die man sonst dem Lesen schwierigerer Texte widmet. Der Bulle schaute den Boden neben dem Rest eines Rosenstrauchs, den Kopf gesenkt, als bereite sich auf einen weiteren Angriff vor. 2 weitere Männer waren mit Seilen gekommen. Doch sie hielten sicheren Abstand und zögerten, sich in Reichweite der bedrohlichen Hörner zu wagen. Dann tat Wille etwas, das Emmetts Herz fast stehen ließ. Sie kletterte über den Zaun und ging direkt auf das aufgebrachte Tier zu. Ihre Hände leer, ihre Schritte langsam, aber sicher. Die Menge verstummte und sah fasziniert und entsetzt zu, wie diese ungewöhnlich große Frau sich dem Tier näherte, das erwachsene Männer in die Flucht geschlagen hätte. Selbst Frau Henderson verstummte, ihr Mund offen vor Unglauben. Dakotas gewaltiger Kopf wandte sich Wille zu. Seine Nüstern bebten bei jedem schweren Atemzug. Seine Augen rollten am Rand weit auf, ein sicheres Zeichen eines Tieres, das über den Punkt der Vernunft hinausgetrieben worden war. Emmett spürte, wie sie seine Kehle zuschnürte, während sah, wie seine Braut ruhig in etwas ging, das wie ein sicherer Tod aussah. Doch der Bulle griff nicht an. Stattdessen geschah etwas Außergewöhnliches. Seine Atmung wurde gleichmäßiger und seine aggressive Haltung entspannte sich langsam. Wille trat näher, ohne den Blickkontakt zu verlieren, ohne ihre Bewegungen zu beschleunigen. Als sie nah genug war, legte sie ihre Hand hinter sein linkes Ohr auf seinen gewaltigen Nacken. Die Wirkung war sofort erstaunlich. Dakotas Kopf sank und ein Laut, der fast wie ein Seufzen klang, entwich seiner Brust. Wille begann, hinter seinem Ohr zu kratzen, und der Bully lehnte sich tatsächlich gegen ihre Hand wie ein übergroßer Hund, der Zuneigung suchte. Jemals soll ein Verseil holen, rief Wille über die Schulter, ohne den Blick vom Tier zu nehmen. Fletcher Knox rannte los und brachte schnell ein stabiles Seil aus Emmetts Scheune. Innerhalb weniger Minuten führte sie Dakota aus dem zerstörten Garten wie ein zahmes Lamm. Monate später standen Emmett und Wille im kleinen Gemeindekirchenhaus vor ihren Nachbarn. Während der Herbst das Tal in goldenrot färbte, der hölzerne Ring, nun passend gemacht, und ergänzt durch einen zweiten Ring, den Wille selbst für Emmett geschnitzt hatte, saß fest an ihrem Finger. Ihre Partnerschaft war ebenso ungewöhnlich wie ihr erstes Treffen gewesen, doch sie hatte sich als erfolgreich erwiesen. Die Ranch blühte unter ihren gemeinsamen Anstrengungen auf. Emmetts sorgfältige Planning und Willes Stärke und Erfahrung mit Tieren verwandelten das bescheidene Gehöft in eines der produktivsten der Gegend. Die einstigen Zweifel ihrer Nachbarn wurden allmählich Respekt gewichen, als sie in diesem klaren Oktobermorgen ihre Gelübde
Sprachen erkannte Emmett, dass die ungewöhnliche Begegnung, die sie zusammengeführt hatte, zu etwas weit Wertvollerem geworden war. Einer Partnerschaft, die auf gegenseitigem Respekt, geteilter Verantwortung und einer Liebe beruhte, die daraus entstand, einen anderen Menschen wirklich zu sehen und so anzunehmen, wie er ist. Sie begann in ruhigem Ton mit dem Bullen zu sprechen, so leise und gleichmäßig, dass Emmett nur Bruchstücke verstehen konnte. Sie benutzte nicht den scharfen, befehlenden Ton, den die meisten Menschen gegenüber Vieh anschlagen. Stattdessen flossen ihre Worte wie Wasser über Steine, rhythmisch und beruhigend. Dakotas Ohren zuckten nach vorn und sein Scharren wurde allmählich langsamer. Die Menge der Zuschauer hielt den Atem an, während Frauentier sich über 10 Fuß zur Trampelgartens hinweg. Gegenüberstanden, ganz ruhig, großer Freund, murmelte Willa und streckte eine Hand mit der Handfläche nach oben in Dakotas Richtung. Du bist doch nicht wirklich wütend, oder? Nur verwirrt und weit weg von zu Hause. Sie machte einen weiteren Schritt näher und Emmets Herz hämmerte gegen seine Rippen. Der Bulle konnte jeden Moment angreifen und im umzäunten Garten von Frau Henderson gab es keinen Ort, an den sie fliehen konnte. Doch Dakota griff nicht an. Stattdessen geschah etwas Außergewöhnliches. Die Atmung des gewaltigen Tieres begann sich zu beruhigen, und seine aggressive Haltung lockerte sich Stück für Stück. Willa setzte ihren Weg fort, ohne den Blickkontakt zu unterbrechen und ohne ihre Bewegung zu beschleunigen. Als sie nahe genug war, ihn zu berühren, legte sie ihre Hand auf seinen riesigen Nacken direkt hinter sein linkes Ohr. Die Wirkung war sofort und verblüffend. Dakotas Kopf senkte sich, tiefer, und ein Laut, der fast wie ein Seufzen klang, entwich aus seiner Brust. Willa begann mit geübten Fingern hinter seinem Ohr zu kratzen, und der Bulle lehnte sich tatsächlich in ihrer Berührung wie ein übergroßer Hund, der Zuneigung sucht. Die Verwandlung war so vollständig, dass mehrere Menschen in der Menge hörbar nach Luft schnappten. Holt jemand ein Vierseil, rief Willa über ihre Schulter, ohne den Blick von Dakota zu lösen. Ihre Stimme trug die ruhige Autorität von jemandem, der gewohnt ist, dass man ihr gehorcht. Fletcher Knox beeilte sich, dem nachzukommen, und kam schnell mit einem Stück festem Seil aus Emmets Scheune zurück. Willa formte mit Bewegungen, die so glatt wirkten, als hätte sie 100-mal geübt, ein einfaches Halfter. Innerhalb weniger Minuten führte sie Dakota aus dem zerstörten Garten, so fügsam wie ein Lamm. Der Bulle folgte ihr ohne Widerstand, seine frühere Aggression völlig vergessen. Die versammelten Nachbarn wichen vor ihnen auseinander. Ihre Gesichter zeigten eine Mischung aus Erstaunen und Verwirrung. Frau Henderson stand sprachlos auf ihrer Veranda, und die vorbereitete Rede über Viehkontrolle starb unausgesprochen auf ihren Lippen. Als sie an Emmett vorbeigingen, fing Willa seinen Blick auf und schenkte ihm ein kleines Lächeln, als ihr ganzes Gesicht veränderte. Zum ersten Mal seit ihrer Ankunft sah er hinter ihrer einschüchternden Größe etwas Wärmeres. Dan Sohn hat einen schwachen Beforsten in der nördlichen Ecke, sagte sie beiläufig, als wäre das Zähmen eines tobenden Bullen etwas, das sie jeden Morgen vor dem Frühstück erledigte. Wir sollten das wohl reparieren, bevor er beschließt, noch einen Spaziergang zu machen. Die Nachricht von Willis. Tat mit dem Bullen verbreitete sich durch die Siedlung schneller als ein Feuer im trockenen Gras. Bis zum Nachmittag fanden Emmett mehr Nachbarn Gründe, Emmets Ranch zu besuchen. Ihre Neugier war kaum hinter Angeboten für Willkommensmahlzeiten und Gartenratschläge verborgen. Jeder Besucher warf verstohlen Blicke auf Willa, während sie neben Emmett den beschädigten Zaun reparierte. Ihr Flüstern erzeigte eine unterschwellige Spannung, die ihn zunehmend unruhig machte. Der Höhepunkt kam, als Samuel Morrison mit seinen 3 Söhnen erschien, angeblich beim Zaun zu helfen, in Wahrheit jedoch einen genaueren Blick auf die Frau zu werfen, die Dakota mit bloßen Händen gezähmt hatte. Morrison war ein Mann, der alles nach körperlicher Stärke maß und Emmett in den meisten Bereichen für unzureichend hielt. Seine Anwesenheit ließ Emmett sich stets noch kleiner fühlen, als er ohnehin schon war. Heb gehört, deine Dame hat ein Händchen für Vieh, bemerkte Morrison und lehnte sich mit gespielter Gelassenheit an einen Zaunpfosten. Seine Jungen stellten sich hinter ihm auf wie ein Publikum und beobachteten Willa, wie sie mit kraftvollen Schlägen eines schweren Vorschlaghammers Steinpfosten in den harten Boden trieb. Jeder Schlag versenkte den Pfosten tiefer, als Emmett es selbst mit doppelt so vielen Schlägen geschafft hätte. Emmett spürte, wie ihm die Hitze in den Nacken stieg, als Morrisons Anspielung deutlich wurde.
Der Mann stellte in Frage, ob für eine Frau mit Willas offensichtlich Fähigkeiten sorgen und sie beschützen könne. Es war der Selbstzweifel, der seit ihrer Ankunft an seinem eigenen Selbstvertrauen nagte. Doch ihn von jemand anderem ausgesprochen zu hören, tat doppelt weh. Willa ist auf einer Rinderfarm in Montana aufgewachsen, antwortete Emmett und versuchte, seine Stimme ruhig zu halten. Sie kennt sich mit Tieren aus. Es stimmte soweit, obwohl diese tat. Sascha erst in diesem Morgen erfahren hatte, als sie Dakotas Temperament untersucht hatte. Ihre Briefe hatten von einem ruhigen Leben gesprochen, aber nie von den Erfahrungen, die sie zu jemandem gemacht hatten, der einen fast 900 Kilogramm schweren Bullen ohne Mühe bändigen konnte. Morrisons ältester Sohn, ein kräftiger 19-jähriger junger Mann, trat vor mit dem Selbstvertrauen eines Menschen, der nie körperlich von den Härten des Lebens herausgefordert worden war. Vielleicht möchte sie Hilfe mit dem Lochbohrer für den Pfosten, bot er an und nahm an, dass seine Hilfe sowohl willkommen als auch notwendig wäre. Sieht nach schwerer Arbeit aus für. Brach ab, offenbar erkennend, dass ein Kommentar über Willas Geschlecht unklug wäre nach dem, was sie alle an diesem Morgen gesehen hatten. Willa blickte von ihrer Arbeit auf, Schweiß glänzte auf ihrer Stirn trotz der kühlen Temperatur. Ihr Ausdruck war höflich, aber distanziert, als sie das Angebot des jungen Mannes betrachtete. Ich weiß den Gedanken zu schätzen, sagte sie, aber ich habe jetzt meinen Rhythmus. Vielleicht ist es besser, wenn du Emmett beim Spannen des Drahtes hilfst. Ihr Ton war freundlich, doch etwas darin entmutigte weitere Hilfsangebote. Die Zurückweisung traf den Stolz des Jungen sichtbar. Seine Schultern spannten sich und sein Kiefer verkrampfte sich, als ihm klar wurde, dass diese ungewöhnliche Frau seine Stärke oder seinen Schutz nicht brauchte. Morrisons andere Söhne tauschten Blicke aus, die viel über ihre gemeinsame Verwirrung über die richtigen sozialen Rollen in dieser Situation aussagten. Emmett beobachtete die Szene mit wachsender Unruhe. Konnte sehen, wie sich die Gedanken in Morrisons Kopf drehten. Berechnung über Macht, Wahrnehmung und Ansehen in der Gemeinschaft. Männer wie Morrison lebten nach klaren Regeln darüber, wer stark und wer schwach war, wer führte und wer folgte. Willas Anwesenheit störte diese Regeln auf eine Weise, die manche Menschen unbequem fanden. Doch was Emmett am meisten beunruhigte, war seine eigene Reaktion. Ein Teil von ihm war stolz auf Willas Fähigkeit und Unabhängigkeit. Ein anderer Teil fragte sich, ob ihre Stärke seine eigenen Unzulänglichkeiten auf eine Weise hervorhob, die bald unmöglich zu übersehen sein würde. Am Abend, als der letzte neugierige Nachbar schließlich gegangen war, saß Emmett zum ersten Mal seit ihrer Ankunft allein mit Willa. Die Stille zwischen ihnen fühlte sich schwerer an als die feuchte Luft vor einem Gewitter. Sie saßen an entgegengesetzten Enden seiner kleinen Veranda. Der Raum zwischen ihnen wurde nicht nur in Schritten gemessen, sondern auch im Gewicht unausgesprochener Zweifel und unerfüllter Erwartung. Willa brach schließlich das Schweigen und in ihrer Stimme lag eine Müdigkeit, die nicht da gewesen war, als sie dem Bullen gegenüberstand. Das ist nicht das, was einer von uns erwartet hat, oder? Sie sah ihn nicht an, sondern blickte zum dunkler werdenden Horizont hinaus, wo die ersten Sterne erschienen. Ihr Profil war stark und kantig, ganz anders als die zarten Züge, die sich während der langen Monate des Briefwechsels vorgestellt hatte. Emmett rutschte unbehaglich auf seinem Stuhl hin und her, das Holz knarrte unter seinem leichten Gewicht. Ich hätte in meinen Briefen genauer sein sollen, gab zu, obwohl selbst nicht wusste, was genau hätte schreiben sollen. Dass kleiner als die meisten Männer war, dass sich manchmal auf seiner eigenen Ranch verloren fühlte, dass die Anzeige nicht aus Selbstvertrauen aufgegeben hatte, sondern aus verzweifelter Einsamkeit. Willa wandte sich ihm zu. Worin genauer, fragte sie direkt. Darin, dass du kleiner als der Durchschnitt bist, dass deine Nachbarn den Wert eines Mannes daran messen, wie viel Gewicht heben kann. In ihr Stimme lag kein Spott, nur ein scharfes Verständnis, das Emmett fragen ließ, welche Erfahrungen sie gelehrt hatten, solche Dinge so schnell zu erkennen. Die Ehrlichkeit ihrer Frage verlangte eine ebenso ehrliche Antwort. Darüber, dass ich mich fühle, als wäre ich nicht genug, sagte leise, nicht stark genug, nicht groß genug, nicht männlich genug für dieses Leben, das ich aufzubauen versuche. Das Geständnis hing zwischen ihnen in der Luft wie Rauch aus einem verlöschenden Feuer, bitter und unmöglich zurückzunehmen. Willa schwieg einen langen Moment, ihre Finger trommelten langsam auf die Armlehne ihres Stuhls,
Als sie schließlich sprach, lag eine Sanftheit in ihrer Stimme, die ihn überraschte. Weißt du, was ich heute gesehen habe, als du mich mit Dakota beobachtet hast? Sie wartete seine Antwort nicht ab. Ich sah einen Mann, dem meine Sicherheit wichtiger war als seine eigene Verlegenheit. Die meisten Männer hätten mich aufgehalten, hätten darauf bestanden, es selbst zu erledigen, selbst wenn sie sich dabei verletzt hätten. Emmett spürte, wie sich etwas in seiner Brust lockerte. Und was ich hätte schreiben sollen vor Wille fort, ist, dass ich es leid bin, als Kuriosität oder Herausforderung gesehen zu werden. Dass die Menschen mein ganzes Leben lang angenommen haben, ich würde nach jemandem suchen, der seine Stärke gegen meine beweisen will. Diese Offenbarung veränderte etwas Grundlegendes in Emmets Blick auf ihre Situation. Den ganzen Tag hatte sich auf das konzentriert, was ihm fehlte. Doch Willes Worte zeigten, dass auch sie ihre eigenen Lasten trug. Also, was machen wir jetzt? Fragte er schließlich. Wille zog ein gefaltetes Blatt Papier aus ihrer Tasche. Erinnerst du dich, was du in deinem dritten Brief geschrieben hast? Fragte sie. Du hast geschrieben, dass echte Partnerschaft bedeutet, dass zwei Menschen einander stärker machen. Nicht das eine den an, deren kleiner fühlen lässt. Emmett erinnerte sich daran, diese Worte geschrieben zu haben. Jetzt, dass sie laut vorlas, klingen sie wie ein Versprechen, von dem nicht sicher war, ob es halten konnte. Ich meinte so, sagte er langsam. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich verstanden habe, wie es in der Wirklichkeit aussieht. Wille faltete den Brief wieder zusammen. Weißt du, was mir heute aufgefallen ist? Als Dakota ausgebrochen ist, bist du nicht zu Morrison oder den anderen Männern gerannt. Du bist zu mir gekommen. Das sagt mir etwas darüber, wer du bist, wenn die Fassade fällt. Emmett hatte darüber nie so nachgedacht, doch sie hatte recht. Als die Krise kam, hatte er sich instinktiv an sie gewandt. Vielleicht haben wir beide jemanden gesucht, der uns vor der Einsamkeit rettet, sagte Wille leise. Aber vielleicht brauchen wir in Wirklichkeit jemanden, mit dem wir manchmal einsam sein können und zu anderen Zeiten stark. Schließlich nickte Emmett. Dann versuchen wir versuchen herauszufinden, wie Partnerschaft aussieht, wenn sie nicht in die üblichen Muster passt. Wille nickte ebenfalls, ihr Ausdruck ernst, aber warm. Aber zuerst, sagte sie, und stand auf, wirst du mir zeigen, wie du mir einen Antrag machen wolltest, denn technisch gesehen sind wir noch zwei Freunde, die zufällig dieselbe Veranda teilen. Emmets Hände zitterten, leicht, als die kleine Holzschachtel aus seiner Weste zog. Darin lag der Ring aus Eichenholz, glatt poliert von vielen Stunden Arbeit. Ich hatte geplant, das reckig zu machen, flüsterte er. Doch Wille lächelte, nahm den Ring vorsichtig und betrachtete ihn im Mondlicht. 3 Monate, sagte sie leise. Du hast 3 Monate damit verbracht, etwas vor eine Frau zu machen, die du nie getroffen hast. Nur auf der Grundlage von Briefen und Hoffnung. Weißt du, was mir das über dich sagt? Emmett schüttelte den Kopf. Es sagt mir, dass du jemand bist, der wichtige Dinge mit Sorgfalt behandelt. Und jemand, der weiß, dass man Ringe verändern kann, aber Charakter nicht. Also ist das ein Ja? Fragte Emmett unsicher. Wille antwortete nicht mit Worten. Sie nahm seine Hände, legte den Ring hinein und schloss seine Finger darum. Frag mich richtig, sagte sie sanft. Emmett sah ihr in die Augen. Wille Blaine, willst du mich heiraten? Nicht wegen Briefen oder Erwartungen, sondern weil ich glaube, dass wir zusammen etwas Gutes aufbauen können. Etwas, das keiner von uns allein schaffen könnte. Ja, sagte sie einfach. Aber ich habe Bedingungen. Ich möchte, dass wir diesen Ring gemeinsam anpassen. Ich möchte lernen, mit Holz zu arbeiten. Und ich möchte, dass du es mir beibringst. Und ich möchte dir alles über Rinder und Pferde beibringen, was ich weiß. Die Erleichterung, die Emmett fühlte, war überwältigend. 6 Monate später, als der Herbst das Tal in Gold und Purpur färbte, standen Emmett und Wille vor ihren Nachbarn in der kleinen Kirche der Gemeinschaft. Der Ring saß nun perfekt in ihrem Finger. Ihre Ranch blühte unter ihren gemeinsamen Bemühungen auf. Emmets Geduld und sorgfältige Planung ergänzten Willes Stärke und Erfahrung mit Tieren. Und während sie an diesem klaren Oktobermorgen ihre Geliebte sprachen, wusste Emmett, dass aus einer ungewöhnlichen Begegnung etwas viel Wertvolleres entstanden war. Eine Partnerschaft aus Respekt, Verantwortung und einer Liebe, die daraus gewachsen war, einander wirklich zu sehen und anzunehmen. Mehr noch, Emmett hatte entdeckt, dass Stärke viele Formen haben. Auch wenn er vielleicht nie Willes Fähigkeit erreichen würde, einen störrischen Bullen zu bändigen oder mit einem einzigen Schlag Zahnpfosten zu spalten,
hatte seine Geduld und seine methodische Art ihr den Wert von Planning und vorausschauendem Denken beigebracht, bevor man ein Problem mit bloßer Kraft angreift. Das Flust, und die Spekulationen ihrer Nachbarn hatten sich nach und nach in Respekt und sogar in ein Hauch von Neid verwandelt. Andere Paare in der Gemeinschaft begannen zu bemerken, wie Emmett und Willa zusammenarbeiteten, wie sie sich bei Entscheidungen berieten und wie sie selbst bei den gewöhnlichen Aufgaben des täglichen Lebens die Gesellschaft des anderen wirklich zu genießen schienen. Als sie in diesem klaren Oktobermorgen ihre Gelübde sprachen, fiel Emmets Blick auf Samuel Morrison in der Gemeinde. Der Mann, der einst Emmets Fähigkeit bezweifelt hatte, für eine solche Frau zu sorgen, nickte nun zustimmend, während das Paar versprach, einander zu ehren und zu unterstützen, ganz gleich welche Herausforderungen vor ihnen lagen. Die Vereinbarung, die sie einst zusammengeführt hatte, war längst vergessen und durch etwas viel Wertvolleres ersetzt worden. Eine Partnerschaft, die auf gegenseitigem Respekt, geteilter Verantwortung und der Art von Liebe beruhte, die daraus entsteht, einen anderen Menschen wirklich zu sehen und ihn genauso zu akzeptieren, wie er ist. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, klicke jetzt auf das Video auf deinem Bildschirm, um eine weitere unvergessliche Erzählung zu sehen, in der unerwartete Begegnungen alles verändern. Vergiss es, nichts zu abonnieren und erwäge eine Unterstützung, damit weiterhin mehr Geschichten wie diese entstehen können. Deine Unterstützung bedeutet uns alles.